Gleich 2 crazy Achterbahnen, die sich ein Rennen liefern und duellieren, das Ganze super intensiv und trotzdem Top Achterbahnen, über die müssen wir heute in diesem Video sprechen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, und wir reden gleich über 2 Achterbahnen, die zusammengebaut werden und zusammengehören und sich ein Rennen liefern bzw. sich duellieren, und das in intensiv und noch intensiver, und die Rede ist von Stardust Racers. Stardust Racers, die beiden Achterbahnen, über die wir heute sprechen müssen. Das Sternenstaubrennen führt uns vorbei an Kometen und die entferntesten Winkel des Weltraums vorbei, an Celestial Spin, also kreuz und quer dran vorbei. Und Celestial Park ist der Themenbereich, in dem diese beiden Bahnen sich befinden. Das Ganze halt ja futuristisch, spacig und ein bisschen, ja, Jules Verne-mäßig in die Richtung im weitesten Sinne. Eigentlich ist die Bahn null thematisiert. Stationsgebäude von außen sieht ganz okay aus. Innen, ja, da passiert auch gar nicht mehr so viel. Und alles ist so ein bisschen so eine Mischung aus Future und Felsen. Ganz komisch. Und die Strecke, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, denn da ist überhaupt gar nichts passiert. Da gibt es irgendwelche Fake-Gehwege und ein paar Wiesen und das war's. Es ist wirklich eher unterwältigend, aber andererseits, ehrlich gesagt, würde man das bei der Fahrt an der Strecke auch nicht sehen. Und zu Fuß hin kann man auch nicht. Und der Rest ist, ja, also es ist schon schade, da passiert optisch jetzt nicht so viel. Und das ist ein bisschen, ja, erschütternd, wenn man überlegt, wo wir uns befinden. Und zwar ist der Park Epic Universe. Und das ist ein neuer Freizeitpark, der 2025 eröffnet, hat eigentlich schon 2023 eröffnen sollte, durch die Pandemie aber immer weiter verschoben wurde. Und der 4. Park von Universal in Orlando, Florida in den USA. Universal Orlando Resorts haben ja die Universal Studios, Universal Islands of Adventure und den Wasserpark Volcano Bay. Und Universal Epic Universe ist der neueste Park, der 5 Bereiche hat. Der eine, über den wir hier sprechen, aber unter anderem auch How to Train Your Dragon, Dark Universe, The Wizarding World of Harry Potter oder auch die Super Nintendo World. Mehr dazu, was da alles geht und wie der Tag von uns so war, seht ihr hier auch in einem Vlog von uns, wo wir euch da vor Ort mitgenommen haben durch unseren Tag bei Epic Universe. Daten und Fakten: Um mitfahren zu dürfen mit Stardust Racers, müsst ihr mindestens 122 cm groß sein und irgendwie auch einen normalen Körper haben. Aber das gibt es auch immer. Und diese Schilder vor den Eingängen, die so Bestimmungen haben, wie fit man sein muss, um eine Achterbahn fahren zu dürfen, haben ihren Grund. Denn bei Stardust Racers kam es auch zu einem tödlichen Unfall, wo Hersteller und auch Park nichts falsch gemacht haben. Alles genau so funktioniert hat, wie es funktionieren soll. Haben wir in unzähligen News-Videos hier auf dem Kanal auch schon besprochen. Das alles einzeln auseinandergenommen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch einmal machen. Findet ihr hier auf dem Kanal alles. Wenn ihr schon beim Rumklicken seid, drückt ihr sogar noch den Abonnieren-Knopf, wird mich auf jeden Fall freuen, mir weiterhelfen, und euch kostet das Ganze nichts. Aber zurück zu Stardust Racers an sich, gebaut von der Firma Mack Rides aus Deutschland und ein LSM Multi-Launch Coaster. Also es gibt mehrere Abschüsse mit einem LSM-Antrieb, also einem Linear-Synchronmotor. Außerdem gibt es Onboard-Sound und vor allem super auffällig auch Licht am ganzen Zug, das auch noch blinkt und die Farbe wechselt, was teilweise richtig gut aussehen kann, was auch die Station nachts aufwertet und was auch bei der Fahrt im Dunkeln, wo kein Licht irgendwo ist, sehr wichtig ist, dass man irgendwas sieht, weil es ist da ja auch nichts. Die Bahn hat 2 Seiten, sind 2 Achterbahnen, und die haben 2 unterschiedliche Farben. Wenn ihr quasi in die Station reinkommt, in Fahrtrichtung links befindet sich die Seite Photon, und die ist gelb und die ist intensiv, und rechts befindet sich die grüne Seite Pulsar, die etwas intensiver sein soll. Welche Seite ist eurer Meinung nach eigentlich besser? Ich bin ja für grün. Beide Seiten sind 40,5 Meter hoch. Eine Spitzengeschwindigkeit wird von 99,8 km/h erreicht, also wahrscheinlich glatte 100 km/h. Mit den ganzen Umrechnungen von den Amis und uns kommen wir da auf 99,8. 1524 Meter Streckenlänge jeweils, und jede Bahn hat eine Inversion, also ein Überkopf-Element. An sich habt ihr den klassischen Bluefire-Zug, habt einen Over-the-Shoulder-Lap-Bar, mit dem ihr dann im Sitz gehalten werdet, und eine echt große Anlage und eine verdammt große Achterbahn.
Aber wie ist die Fahrt? Was bietet die Fahrt? Es sind wie gesagt 2 Seiten, die unterschiedlich sind und sich dennoch sehr ähneln. Und deswegen ist das Ganze eigentlich auch kein Racing Coaster, sondern ein Dwelling Coaster, weil es halt trotzdem leichte Unterschiede gibt. Nichtsdestotrotz wird wirklich ein Rennen gefahren und aus der Station raus trennt man sich auch erstmal und die beiden Züge fahren auseinander weg, fahren eine große Kurve und treffen sich dann in der Mitte unter der Station quasi wieder. Nachdem sie aufeinander zugefahren sind und fahren durch einen Tunnel, werden dort schon beschleunigt. Das ist der erste Launch-Track und dann nochmal richtig, da wird nochmal richtig Schub gegeben nach mehr als der Hälfte der Strecke und man fährt auf eine glitzernde Nebelwand zu und es geht raus und der Abschuss ist damit vollzogen und es geht über einen riesigen Airtime-Hügel erstmal hinweg. Das passiert noch parallel. Und unten angekommen haben wir wieder Schwung, um wieder nach oben zu fahren und dann trennt sich dann die Bahn nochmal und nach links und nach rechts gibt es so ein, ich nenne es jetzt mal Non-Inverted Dive Drop weiter. Die Bahnen kreuzen sich auch nochmal. Es gibt dann 3 Camelbacks beziehungsweise folgen dann auf beiden Seiten nochmal ein Double Up, fahren die Außenflanken quasi der Bahn entlang wieder Richtung Station, um auch da wieder aufeinander zuzufahren in abfallenden Kurven und aneinander vorbei zu sausen, sich da nochmal zu überkreuzen und dann geht es zum zweiten Launch, wo der langsamere Zug quasi noch mehr beschleunigt wird, weil der schnellere Zug, der als erster ankommt, ein bisschen wartet und dann wird aufgeholt, damit beide wieder nebeneinander gleichzeitig durchstarten können und das ist an der Stelle unglaublich wichtig, weil auch da einfach so eines der besten Elemente kommt, was man sich vorstellen kann, vor allem bei Dwelling Coastern. Ich habe ja gesagt, beide Achterbahnen haben jeweils eine Inversion und diese beiden Inversionen sind quasi miteinander verbunden und umeinander gewickelt, aber so, dass die nacheinander durchfahren werden und man die ganze Zeit miteinander interagiert und sie sieht und die Seiten tauscht und das ist super weird und hat man so noch nie irgendwie vorher erlebt, glaube ich. Die Pulsar-Seite fährt als erstes in der Zero-G-Roll dort nach oben und die Photon-Seite macht einen Barrel-Roll-Down-Drop dann drumherum wieder nach unten raus. Das ist wirklich eine der besten Stellen in einer Achterbahn überhaupt, weil das so geil miteinander verbunden ist, dass mir das super gefällt. Ja, und die Fahrt verläuft daraufhin auch parallel weiter, aber eigentlich auch so stufig versetzt, so dass man immer auch die Seiten tauscht beziehungsweise auf die anderen gucken kann und das Ganze interagiert die ganze Zeit weiter. Es ist super schwer, den weiteren Verlauf irgendwie zu erklären, weil du halt viele Kurven und Twisted Airtime Hills hast und irgendwelche Kurven, die ein bisschen überbankt sind und dann überkreuzt man sich mal wieder. Aber immer so ein bisschen versetzt, dass du halt echt eine geile Interaktion dann beim weiteren Streckenverlauf hast. Aber wie willst du das jetzt alles irgendwie spannend benennen? Ihr könnt euch das, glaube ich, ein bisschen vorstellen, was da passiert. Und ja, dann geht es auch in die Schlussbremse und die geht bergab in die Station. Bevor ich zu meinem Fazit komme, aber vielleicht noch mal eine kleine Side-Story, die ich mit euch teilen möchte. Bei unserem Erstbesuch bei Epic waren wir mit dem Park Experience Club Orlando unterwegs und waren in einer großen Gruppe unterwegs, wurden dort geführt und dann kamen wir bei dieser Führung durch den Park zu Stardust Racers und da hieß es, ey, wenn ihr Bock habt, können wir uns es wäre cool, wenn wir uns aufteilen, weil es gibt ja 2 Seiten und es würde ja super Spaß machen, wenn ihr dann in den entgegengesetzten Zügen sitzt. Und wir waren 23, 24 Leute. Es haben ein paar gesagt, ey, ich passe auf jeden Fall, ich fahre nicht mit, das ist mir zu krass. Und die anderen haben gesagt, jo, wir fahren. Und uns wurde dann von Universal-Seite aus gesagt, ey, die gelbe Seite ist nicht so intensiv und die grüne Seite ist intensiver. Inwieweit das jetzt stimmt, weiß ich nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ohne Absprache haben wir es halt geschafft, dass wir 20 Leute uns in 10 aufgeteilt haben und dann im gleichen Zug, also in beiden Zügen versetzt, jeweils 10 Leute gleichzeitig unsere erste Fahrt auf Stardust Racers hat. Und ich kann euch sagen, bei einer Achterbahn, die so miteinander interagiert, wenn du das mit 10 Leuten auf der anderen Seite hast, die du kennst und wo auch ein paar Bekloppte dabei sind, die das auch hinkriegen, mal rüber zu gucken bei dieser krassen Fahrt, ist das so ein krasses Erlebnis, dass das die Bahn auf jeden Fall komplett aufwertet und das vielleicht das Bild ein bisschen verwässert, aber das war so eine geile Experience und so ein verrücktes Erlebnis und du bist so nah aneinander, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das sich selber erlebt hat und diese Interaktion ist wirklich so krass und gut, habe ich das noch bei keinem Dwelling Racing Coaster erlebt wie bei dieser Bahn und das gibt's schon ab und zu schon in ziemlich gut, aber das war schon sehr stark.
Ja, was soll ich sagen? 2 Weltklasse-Achterbahnen. Lang, intensiv, wirklich stark, machen richtig Spaß, sind trotzdem total fahrbar, auch wenn da wirklich was los ist, was passiert. Und der ein oder andere hat danach auch gesagt, ey, eine Fahrt reicht mir. Dann waren ein paar, ich habe jetzt beide Seiten gemacht, das reicht mir. Ich kann erstmal nicht mehr. Und wir sind da waren wir auch mal stumpf, was wir sonst nicht machen. Aber das war so ein geiles Erlebnis, so eine geile Fahrt. Wir hatten so einen entspannten Tag. Da ging da auf jeden Fall einiges noch. Und ja, hat mich komplett überzeugt und ist sehr cool. Hat einfach mega Spaß gemacht. Es ist ein grandioses Layout. Es ist eine riesige, lange Achterbahn. Und sowas würde ich mir auf jeden Fall auch in Europa wünschen. Geil ist, dass wir die Schienen von dieser Bahn anfassen konnten, bevor die überhaupt dahin gekommen sind. Und da gibt es noch eine Verbindung zu Stardust Racers. Also Ride Review Prädikat machen. Wirklich ausgeklügeltes, cooles Layout, was Spaß macht. Und eine Bahn, die, obwohl irgendwie vor allem für einen Universal Park die Gestaltung fehlt, trotzdem komplett überzeugen konnte. Was denkt ihr über Stardust Racers in Epic Universe?